Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein. Ich bin heute in Taufkirchen an der Vils bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Taufkirchen. Und die haben hier ein großes Jubiläum, eine Jubiläumsausstellung, 35 Jahre, und haben hier in der Mitte eine große 16 Meter lange und 5 Meter breite Spur-1-Anlage, oder besser gesagt Spur 1 Gartenbahn, LGB. Es fährt hier alles auf diesen Gleisen und es sind hier viele Züge rein mit Echtdampf angetrieben, aber auch einige mit Akku und ferngesteuert. Und auch die Echtdampflokomotiven werden zum Teil ferngesteuert und zum Teil dann aber auch ganz normal manuell gefahren. Und hier ist jetzt momentan gerade im Einsatz der Orient Express mit einer S36, die jetzt hier auch gleich wieder vorbeikommt. Das ist jetzt hier eine indische Schmalspureisenbahn. Darjeeling heißt die auch. Im Teeanbaugebiet wohl unterwegs. Weltkulturerbe habe ich mir vorhin sagen lassen. Und wird gebaut von Roundhouse als Fertigmodell. Und die Wagen sind Bausätze. Das ist ungefähr Maßstab 1:16. Und hier am Bahnhof wird bereits die nächste Lok mit Wasser gespeist und demnächst angeheizt, damit es hier wieder weitergeht mit Echtdampfeinsatz hier auf dieser 16 Meter großen, mal 5 Meter abmessenden Ovalanlage, die hier aufgebaut ist. Jetzt wird der Lumberjack von Regner nochmal mit Wasser nachgespeist, damit er noch ein bisschen länger fahren kann. Der Gastank reicht wahrscheinlich für ein bisschen mehr. Das Wasser ist meistens das begrenzende Moment. Das Modell ist im Maßstab 1:22,5 Schmalspur und ist komplett aus Metall gebaut. Und der Wagen ist hier auch relativ schön detailliert.
Die wird also hier komplett von Hand gesteuert, lichtferngesteuert. Da muss man dann auch schauen, dass sie wieder anfährt. Diese Anlage besteht aus Modulen, die 50 cm breit sind, die man für den Transport schön einfach stapeln kann. Am Rand jeweils ist nicht bebaut, diese 1,5–2 cm, damit die Module dann hier schön verstaut werden können. Jetzt kommt hier der indische Zug nochmal vorbei. Der wird hier ganz normal mit einer Funkfernsteuerung gesteuert. Es ist halt sehr unterschiedlich, wie die Loks hier betrieben werden. Auch auf der Anlage eben sehr unterschiedliche Maßstäbe im Einsatz. Die Gleise sind normale Gleise von LGB, die üblicherweise im Maßstab 1:22,5 sind. Und hier dann aber auf dieser Anlage werden alle Fahrzeuge gefahren, auch Spur 1 Echtdampffahrzeuge. Und auch dann eben dieser indische Zug, zum Beispiel, den wir vorhin schon mal gesehen haben, eben im Maßstab von 1:16 als reine Schmalspurbahn. Man sieht vor, wo man hinsteckt, aber die Fall ist offen. Inzwischen steht hier schon bereit für den Orient Express die Baureihe 44, die dann demnächst wohl auch im Einsatz sein wird. Hier sieht man mal noch Führerstandsdach abgenommen, damit man mal reinschauen kann. Und die wird dann demnächst hier losfahren. Und jetzt ist die 44 angeheizt und jetzt geht es gleich los. Das Führerstandsdach kommt jetzt noch drauf. Und dann fährt dieser Orient Express mit der 44er los per Funkfernsteuerung. Entwässern, wie bei der echten. Muss ja über den Kamin. Wasser raus. Genau. Nachdem hier keine Lok elektrisch von den Schienen versorgt wird, ist das mit dem Wasser auch kein Problem. Das wird's noch wieder, oder? Trink jetzt schon weg. Kann ich?
Inzwischen ist der Lumberjack hier auf ein Nebengleis abgestellt worden und kühlt mal eine Zeit lang ab. Der indische Zug hat auch schon vorübergehend die Gleise verlassen und jetzt ist unterwegs die Baureihe 44 mit dem Orient Express. Und die zeige ich dann jetzt auch ein paar Mal und ich zeige dann auch jeweils ein bisschen was von der Anlage. Jetzt kommt der Orient Express wieder vorbei. Die Orient Express Wagen habe ich schon mal in einem Video gezeigt, sind komplette Eigenbauten vom Thomas Bauer. Hier mal eine kleine Scheune und ein Traktor mit einem Bahnübergang. Und mit Echtdampfloks muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das habe ich mir vorhin schon mal erzählen lassen, dass manchmal eben durch diese Feuerung der Lok auch mal was schief gehen kann. Und hier ist tatsächlich an der Anlage mal eine Echtdampflok entgleist und hat dann einen Teil der Anlage angekokelt. Tatsächlich passiert. Und das Ergebnis war dann aber, dass dann gesagt worden ist, das lassen wir jetzt einfach so und das inszenieren wir jetzt hier als kleinen Feuerwehreinsatz, der hier wirklich dann einen Brand am Bahngleis löschen soll. Das Löschwasser braucht einen ganz langen Schlauch hier. Und jetzt ist wieder Zeit für den Orient Express. Dann geht es hier wieder weiter mit den Arbeiten am Feld, am Rand der Anlage. Oder hier mal eine kleine Pause. Auf den Modulen wird hier einiges dann immer wieder mal zwischendurch in Szene gesetzt. Hier auch mal ein Teil eines Weihers oder eines Badesees. Und schon ist wieder eine Runde rum, der Orient Express kommt wieder vorbei. Ja, jedes Modul ist hier mit ein paar schönen Szenen besetzt worden, damit man hier auch was fürs Auge hat auf dieser Ausstellung in Taufkirchen. Ein altes bayerisches Signal, kompletter Eigenbau. Und hier sieht man mal ein Funkmodul von Uhlenbrock und dahinter die Intellibox. Hier werden nämlich einige Loks auch mit Akku betrieben und dann digital gesteuert, ganz normal über die Zentrale. Und das erfolgt hier mit Hilfe dieser Einrichtung. Die Loks werden per Akku deshalb versorgt, weil die Gleise mit den Echtdampfloks halt Stromaufnahme etwas schwierig wäre.
Dann sind wir hier schon im Bahnhofsbereich mit insgesamt 3 Gleisen. Zwei davon sind als Durchfahrgleise gedacht und ein drittes als Anheizgleis auch, um Loks abzustellen hier an diesem Bahnhof Altmühlhof. Und dahinter ist natürlich auch einiges an Loks aufgebaut, die man dann vielleicht im Laufe des Tages sehen kann, von denen auch gestern einige im Einsatz waren. Ich bin hier nur am heutigen Tag dabei, ein paar Stunden, um mir das anzuschauen. Und hier ist auch noch eine Lokparade aufgebaut mit einer Mischung aus elektrisch angetriebenen Loks und Echtdampfloks. Das ist ja eine echtdampfbetriebene Dampfschneeschleuder, die ich auch schon mal in einem anderen Video zeigen konnte. Soweit die kleine Lokparade, die hier aufgebaut ist. Und jetzt wieder rüber zur Echtdampfanlage. Als nächstes ist im Echtdampfeinsatz eine Hafenlok von Akkukraft. Und hinter ihr hängen alte Blechwagen in Spur 1 von Märklin. Ja, also wir sind wieder, ich habe ja schon gearbeitet. Das war wirklich, das war Dann schauen wir uns mal zwischendurch einen elektrisch angetriebenen Zug an. Und zwar die 241 A58 ist ein Märklin-Modell, wird hier aber von einem Akku
betrieben, der sich im Tender befindet und der dann mit einem DCC-Funkempfänger mit der IntelliBox verbunden ist, damit dieser Schnellzug hier auch mal elektrisch auf dieser Echtdampfanlage fahren kann. Jetzt sehen wir hier ein Modell von Roundhouse als Bausatz, das im Maßstab 1:19 ist und das hier eingebeiert wurde, habe ich mir schon sagen lassen. Die wäre normalerweise typisch in anderer Farbgebung und die ist jetzt hier in bayerischer Farbgebung als Aloysius-Zug gebaut. Aber mit Darjeeling-Wagen auch im Einsatz. Also hier wird einfach gefahren, alles was Spaß macht. Muss man das Licht zuschalten, dass es ein bisschen heller wird. Und während hier der Aloysius seine Runden dreht, steht hier schon die nächste Lok wieder bereit, die auch schon wieder vorbereitet wird für den nächsten Echtdampfeinsatz. Hier muss noch Öl nachgefüllt werden, damit sie richtig geschmiert ist. Ja, das ist Heißdampföl, damit die Zylinder geschmiert werden. Und die kommt dann demnächst auch in Einsatz. Ja. Dann wird er aufgerüstet, damit sie wieder einsatzbereit ist. Passt noch was rein. Ist das ein Fertigmodell oder ein Bausatz? Das war ein Fertigmodell von 1981. Das ist ein Oldtimer. Aha. Stammt aus England. Von Merlin.
Und jetzt kommt hier tatsächlich der Adler als Echtdampfmodell. Das ist ein Bausatz von der Firma Regner, habe ich mir vorhin sagen lassen. Der hier wird hier wirklich mit Gas gefeuert und mit Wasserdampf gefahren. Und jetzt ist vorbei. Der fährt ohne Fernsteuerung, oder? Der fährt ohne Fernsteuerung, ja. Und jetzt muss er hier noch ein bisschen abkühlen. Ja, das wird Aber jetzt bin ich recht zufrieden, das ist echt schön gelaufen. Ja. Jetzt kommt eine ganz besondere Lok, eine Shay von der Firma Akkukraft gebaut, eine Dreizylinder-Waldbahnlok mit einem sehr aufwendigen Triebwerk. Die hier dann auch entsprechend Holz transportiert. Ich habe auch vorher gefragt, Maßstab ist 1:19, 19,5 etwa.
Faszinierend. So, das war's für heute von dieser Jubiläumsausstellung hier bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden in Taufkirchen an der Vils. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.